Hallo Leute, es geht weiter mit den Basics eines Make-up-Artists. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie wir uns mit einer Gesichtsanalyse beschäftigen. Sowohl von sich als auch von dem Charakter, den man cosplayen möchte. Indem wir Licht- und Schatteneffekte durch Contouring und Highlights setzen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Bevor wir uns ans Schminken machen, gilt es herauszufinden, womit wir arbeiten und wie wir das Gegebene so verändern können, wie wir das ohne Schönheitschirurgie möchten. Welche Gesichtsform habe ich? Was kann ich tun, um so auszusehen wie? Zuerst macht man eine Gesichtsanalyse, sowohl bei sich selbst als auch bei dem Charakter, den man gerne darstellen möchte. Hier gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ein Anime-Charakter zum Beispiel ist einfacher zu analysieren und umzusetzen als ein Schauspieler, aber auch das lässt sich bewerkstelligen. Analysiert erst einmal eure Gesichtsform. Um die Bestimmung zu erleichtern, nehmen wir geometrische Formen zu Hilfe. Erst wird das Gesicht in 3 Zonen unterteilt. Obere Zone, die Stirnpartie, mittlere Zone, Augen- und Nasenpartie, untere Zone, Mund- und Kinnpartie. Das Ideal ist eine ovale Gesichtsform. Ermittelt die Länge und Breite eures Gesichts und bringt diese in Form eines Kreuzes auf ein Blatt Papier. Anschließend teilt ihr das Gesicht in 3 Zonen ein und zeichnet auch die Zonenbreite in das Kreuz ein. Welche Form könnt ihr als Ganzes nun erkennen? Benutzt auch eure Finger, um euer Gesicht abzutasten. Wo beginnen die Wangenknochen? Wie breit ist euer Nasenrücken? Werdet euer Knochen bewusst und welche Form sie haben. Wenn ihr euch in eine dieser Kategorien einordnen konntet, fragt euch jetzt, was kann ich tun, um meine Gesichtsform dem Charakter anzupassen? Die Antwort: mit Contouring und Highlights. Die einfachste Regel lautet: alles, was zurücktreten soll, wird dunkel schattiert. Alles, was hervorgehoben und betont werden soll, wird hell geschminkt. Das Hervorheben von vorteilhaften Gesichtszügen und das Zurückstellen der als negativ empfundenen Gesichtsteile. Zeichner unter euch sind hier etwas im Vorteil, nur dass ihr nun euer eigenes Gesicht als Leinwand habt. Wie gesagt, dunkel wird zurücktreten, hell wird hervorgehoben. Hier nun einige Beispiele, um das von der Geschichte und den Medien angepriesene Ideal zu schaffen, das ovale Gesicht. Sonst würdet ihr hier natürlich das Gesicht eures Charakters analysieren. Wo hat der Charakter Schatten im Gesicht? Hat er ausgeprägte Wangenknochen? Ein Grübchen im Kinn? Sucht nach allem, was das Gesicht eures Charakters ausmacht. Studiert den Charakter eingehend. Es mag anfangs etwas schwer sein und zeitaufwendig, aber der Aufwand wird sich lohnen. Ebenso hilfreich sind die Muskeln im Gesicht. Sie bewegen Gesichtspartien und lassen Runzeln, Grübchen und Falten entstehen, wodurch sie dem Gesicht viele Ausdrucksmöglichkeiten verleihen. Auch diese Gesichtsausdrücke lassen sich mit Contouring der richtigen Muskeln imitieren, durch Setzen der richtigen Schatten. Gerade bei Bodypaint ist das Schattieren und Highlighten extrem wichtig. Durch die krassen Farben gehen viele dieser ausgeprägten Merkmale verloren. Lasst euch auch nicht davon entmutigen, wenn ihr mit eurem Contouring fertig seid und noch keine Ähnlichkeit mit dem Charakter feststellen könnt. Oftmals fehlen noch die wichtigen Details wie das restliche Make-up oder die Perücke, die dem Look das Aussehen verleihen, das ihr euch erhofft habt.
Meistens erkennt ihr es auch erst, wenn ihr alles tragt, wo noch etwas mehr Schatten oder Licht benötigt wird. Denn vieles wird von der Perücke verschluckt, ebenso von der Kamera. Daher scheut euch nicht, genügend starke Schatten und Lichteffekte aufzutragen. Nun wisst ihr über die Grundlagen der Gesichtsformen Bescheid und könnt sie anwenden, um euer Gesicht dem Charakter anzupassen, den ihr umsetzen wollt. Mit Hilfe einer Gesichtsanalyse. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal für weitere Make-up-Tipps. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!